Das hat übrigens ziemlich viel miteinander zu tun, Kunst und Landwirtschaft. Was ja die meisten Leute nicht denken, aber das ist so. Das ist ja alles unglaublich reich an ästhetischen Erfahrungen. Allein schon, wie das Gemüse halt so unterschiedlich aussieht und so. Also Tiere, wie die sich bewegen. Das sind ja eigentlich auch immer so Choreografien oder so. Ich glaube, das könnte man auch noch mehr irgendwie forcieren. Bis jetzt kommt ja die Kunst halt nicht richtig zum Tragen eigentlich. Also ich sehe halt so die Verbindung, aber ansonsten ist es halt eine ganz normale Solavi hier. Ich habe nach der Schule erstmal Kunst studiert, weil ich eigentlich das Landwirtschaftsstudium zunächst schon ein bisschen abschreckend fand irgendwie, weil das halt so relativ industriell geprägt war und so, was ich da so gesehen habe. Ja, und es haben sich ja dann schon Wege eröffnet, was man eben tatsächlich auch heutzutage das eben doch auch noch anders machen kann und nicht nur auf die industrielle Art und Weise. 2 Reihen Tomaten, 2 Reihen Paprika, 2 Reihen Gurken und dann machen wir noch 3 Reihen Zucchini und die sind dann mit 1 Meter. Die brauchen mehr Platz. Ja. Ja, hallo Katrin. Ja, ja. Mhm. Gut, bis gleich, super. Ja. Ciao. Am besten Spaten mitbringen. Ich meine, ich finde halt, was halt gut ist, bei der Solavi hat man ja immerhin schon ein bisschen auch emotionale Unterstützung. So irgendwie die Leute, die das verstehen, wenn es alles nicht so einfach ist und so. Und wo dann vielleicht sogar kommen und mithelfen. Ich kann mir das glaube gar nicht vorstellen, wie das eigentlich ist, wenn man halt für irgendeinen Großhandel produziert, die halt total harte Bedingungen haben und nachher kauft es irgendjemand zum Billigpreis irgendwo und schmeißt es wahrscheinlich am Ende weg, weil er sowieso schon wieder zu viel gekauft hat irgendwie so. Also okay, also Löcher sind ja schon da und die Hacken habe ich jetzt halt dabei, weil das so arg klumpig ist, da muss man das wahrscheinlich nur ein bisschen zusammenhauen dann immer. Ich glaube nicht, dass man die ganze Welt mit Solavis ernähren kann, aber es ist mal spannend. Und vielleicht kann man so ein bisschen Bewusstsein ändern. So die Hoffnung. Und auch so eine Wertschätzung finde ich wichtig. Also für so eine Tomate dann, wenn man weiß, okay, ich muss ja ein Loch haben und ich muss. Oder das überhaupt, ne? Also ich meine, beim Solavi-Salat, da müssen wir immer unsere Schnecken in den Vorgarten. Und dann denkst du dir, mein Gott, die letzten 20 Jahre hatte ich nie irgendein Tier im Salat. Wächst der überhaupt auf Erde? Also ich weiß es immer noch nicht, gell? Weil ich habe nie gesehen, wo mein Salat wächst, den ich einfach so im Laden kaufe. Verdächtig sauber, verdächtig sauber. Ja, ich schreibe halt nebenher noch Gedichte. Das bietet sich halt an. Also erstens mal liegen mir Gedichte sowieso nahe. Aber es ist halt auch geschickt, weil man das halt nebenher sich ausdenken kann. Da wachsen eigentlich immer halt so nebenher, das Jahr über wächst halt so ein bisschen so ein Gedichtstapel. Also das wäre schon auch erstrebenswert, dass man da halt mal irgendwas damit macht auch noch und jetzt nicht bloß selber halt die hat und sein Schaf vorliest oder so. Also so Stand jetzt ist es eigentlich so, dass irgendwie so, finde ich, überraschenderweise sich auch irgendwie so ein alter Traum erfüllt hat halt, weil also so als Kind habe ich eigentlich immer davon geträumt, dass ich halt Bauer werden will. Ich finde eigentlich, das ist halt schon eine sehr schöne und irgendwie auch edle Form halt mit dem Leben umzugehen, wenn man halt so irgendwie so der Erde da so die Lebensmittel abbringt quasi halt so. So prinzipiell sind eigentlich halt immer so alte Bauern meine Vorbilder. Irgendwie, also die halt auch eben so bei Wind und Wetter von Hand und so und ja. Das Prinzip von Solavi ist, dass man quasi landwirtschaftliche Produktion vom Markt entkoppelt. Und halt einfach, dass sich Verbraucher und ein Bauer mal mindestens zusammentun und halt sagen, wir wollen Landwirtschaft so machen, wie wir es uns vorstellen. Und dann guckt man halt, was würde das kosten und daraus ergibt sich halt ein Monatsbeitrag. Und so kann man das dann machen, unabhängig von irgendwelchen üblichen Marktpreisen halt. Also heute ist Spinat, Petersilie, Salat und Landjäger drin. Und genau, also jeder kriegt halt eine Kiste und die können die eigentlich halt abholen, wann sie wollen.
Es könnten eigentlich schon mal 2 Leute Spinat ernten, sodass es zusammen bleibt halt. Ja. So quasi. Okay. Und der ganze Spinat, der kann ganz weg. Also ich glaube, dass es halt so 4 Kisten voll gibt oder so. Es ist ja jetzt nicht so, dass das Mithelfen irgendwie notwendiges Übel ist. So im Sinne von, ihr müsst einen Beitrag zahlen und dann müsst ihr auch noch mithelfen, sonst funktioniert es nicht. Sondern die kommen ja freiwillig und machen das halt gern. Also ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, dass man halt so weiß, für wen man das anbaut und dass die Leute es auch extrem alles wertschätzen und so. Und die halt verstehen, zum Beispiel auch wenn mal was nicht so klappt, weil das Wetter entsprechend war oder sowas. Also da können ja andere Leute bloß davon träumen. Da haben wir jetzt gerade ziemliche Probleme, weil der Acker vorher auch Wies war. Und da hat es immer viel Drahtwürmer. Und die fressen halt normalerweise organisches Material und tun halt auch so Mist abbauen und so. Also ist eigentlich was Gutes, aber in der Wies hat es halt auch davon arg viel und dann greifen sie halt alle Pflänzler an. Und deswegen, zum Beispiel da unten fließt ist auch Salat runter und da fehlt fast der Drittel aufgrund von denen. Ja. Weil die fressen halt Wurzel vom Salat, das sieht man dann halt, dass der verwelkt auf einmal und wenn man dann unten guckt, dann ist immer so ein Würmle drin. Nee, ist schon ein bisschen ein Problem, weil das, ist ja schon, das fehlt halt schon eigentlich. Also, ja, ist schon ein bisschen blöd. Aber irgendwas ist halt immer. Ich denke halt, die Liebe zu dem Ding insgesamt muss halt groß genug sein, dass man sowas halt gerne in Kauf nimmt. So. Oder mit den Tieren ist ja auch so, dass man immer schon eigentlich viel Sorgen hat. So. Es ist eigentlich nie so, dass da alles okay ist, es sind immer irgendwelche Probleme und so. Ich denke halt, da muss halt gerade irgendwie so die Liebe zu der Schafherde irgendwie groß genug sein, dass man das halt dann hinnimmt. So. Und halt dann, natürlich macht das nicht immer Spaß, aber ja, das geht ja gar nicht.